4 verschiedene Optikmöglichkeiten, die Vor- und Nachteile jetzt in diesem Video. Ja, das Thema Drückjagdoptiken. Es gibt mittlerweile eine Fülle von verschiedenen Möglichkeiten am Markt, von Herstellern bis zu einzelnen Modellvarianten. Ich habe hier heute mal 4 Stück auf den Tisch gelegt und ich möchte jedes im Einzelnen mal vorstellen und ein bisschen auch meine Erfahrung da einbringen. Jede Optik hat aus meiner Sicht Vor- und Nachteile. Und die muss man für sich selber als Schütze immer abwägen, was ist einem wichtiger oder was liegt einem mehr oder weniger beim Schießen. Ja, ich habe hier auf dieser Waffe ein sogenanntes Reflexvisier. Das ist die kleinste, schlankste und auch kostengünstigste Lösung. Und hier wird über ein, ja, ich nenne mal kleines Fenster, ein Rotpunkt in das Sehfeld projiziert, über das man dann zielt und schießt. Und dieses Reflexvisier ist hier auf einer Picatinny-Schiene montiert. Es ist also sehr klein, super leicht handlich, lässt sich ganz einfach demontieren und auch genauso schnell wieder hier auf die Picatinny-Schiene montieren. Ja, Reflexvisier hat einen großen Vorteil. Man kann hier mit beiden Augen offen schießen und man hat also auch ein sehr gutes Sehfeld. Man kann also die Umgebung beobachten und dann im Grunde hier über den Rotpunkt auf den Wildkörper zielen und dann schießen. Ja, wie gesagt, Vorteil, klein, schlank, günstig und auch mit Sicherheit sehr praktisch in der Handhabung. Ja, die zweite Optik, die ich hier habe, ist ein DD-Sight Pro. Man sieht schon im direkten Vergleich, es ist etwas größer als dieses offene Reflexvisier. Hier hat man ein kleines Zielfernrohr. Die Linsen sind hier durch 2 Flip-Caps geschützt. Hier wird auch wiederum ein Rotpunkt in die Mitte projiziert. Vorteil hier an diesem Gerät ist, der lässt sich hier mit einem Klick anstellen und mit einem weiteren Klick hat man direkt einen Tagleuchtpunkt, also in 2 verschiedenen Stufen. Das ist sehr praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel unterschiedliche Lichtverhältnisse hat und man will nicht großartig hoch und runter drehen, dann macht man hier einfach mit einem Klick die Helligkeitsstufe anders. Ja, auch hier diese Optik lässt sich wieder ganz einfach über ein Modul Picatinny-Schiene hier drauf montieren. Natürlich lassen sich auch alle anderen Varianten hier montieren, aber in dem Fall halte ich Picatinny-Schiene für das wirklich praktischste. Dann kann ich auch direkt einmal zeigen, wie einfach es ist, diese Optik zu montieren. So, ich mache die jetzt erstmal nur locker hier drauf, klicke die runter und man sieht schon hier, die ist komplett locker. Und dann gibt es hier eine Schraube an der Seite, die ziehe ich im Grunde hier mit der Hand fest, löse noch einmal und mache hier noch eine Achtelumdrehung drauf. Dann passt das genau und dann wird hier noch mit einem Kreuzschlitz die kleine Schraube oder die eigentliche Mutter gekontert. So, nicht zu fest. Und dann ist diese Optik, ich mache das mal zu hier, klappert es nicht so. Und dann ist diese Optik schon bombenfest drauf und lässt sich hier auch jederzeit wieder abnehmen und wieder drauf montieren. Zack. Das sieht natürlich schon ganz anders aus. Das baut hoch auf, aber ist mit Sicherheit auf der Drückjagd nicht verkehrt. Auch hier über den Rotpunkt kann man das Ziel sehr einfach anvisieren. Natürlich müssen die Optiken auch eingeschossen werden. Bei dieser Optik, da gibt es eine sehr, sehr gute Klickverstellung hier. Man hört das vielleicht. Das ist also wirklich sehr praktisch im Verhältnis hierzu. Da muss man mit einem kleinen Schraubenzieher die Einstellung vornehmen, aber der ist auch im Lieferumfang enthalten. Ja, und um direkt mal einen vielleicht Vor- oder Nachteil aufzuzeigen. Diese Optik ist aus meiner Sicht sehr, sehr praktisch, ja, hat aber einen Nachteil, die ist natürlich extrem wetterempfindlich und Drückjagden sind natürlich auch oft immer mal bei Regen, Wind oder vielleicht auch bei Schnee und dann hat man ganz schnell hier einfach ein bisschen Feuchtigkeit auch hinten auf dem Glas. Klar kann man das sauber machen, aber wenn man wirklich wenn es darauf ankommt,
ja, dann muss eine Optik natürlich dann auch gute Sicht bieten und dann muss man oder will man nicht erst wieder rumputzen. Also das ist hier bestimmt ein Nachteil. Hier hat man die Flipcaps und die Linsen sind auch ein bisschen tiefer hier drin. Die werden also auf keinen Fall so schnell nass werden. Ansonsten macht man die einfach zu, wenn es stark regnet und wenn Wild im Anblick kommt, dann öffnet man die Flipcaps schnell. Ja, das zu den beiden kleineren Varianten. Das Gewehr mit dem eigentlich richtigen Drückjagdglas oder das, was sich mehr oder weniger vielleicht für die Drückjagd auch so entwickelt hat. Das ist ein 1 bis 6-fach mal 24, also einfache bis 6-fache Vergrößerung, 24er Mittelrohrdurchmesser und das ist natürlich nicht lichtstark, aber Drückjagd macht man am Tag, da braucht man auch kein lichtstärkeres Zielfernrohr. Also Vorteil hier natürlich ganz klar, man hat die Vergrößerungsoptionen und zwar Drückjachten, klar, klassische Drückjagd, da geht es vielleicht darum, wildflüchtig zu schießen, Sauen, aber die Drückjachten heute sind ja nun nicht nur reine Sauenjagden, sondern da wird das Wild im Gesamten bejagt, also Rotwild, Rehwild, Raubwild vielleicht auch und beim Rehwild ist es ja oft nun so, die kommen flüchtig vorbei, verhoffen dann aber irgendwo ein bisschen weiter weg. Und dann ist es natürlich sehr gut, wenn man etwas mehr Vergrößerung hat und dreht hier schnell auf 3, 4, 5 oder auch so auf 6-fach. Und das ist auf jeden Fall definitiv ein wesentlicher oder der Vorteil gegenüber den anderen beiden Optiken hier. Natürlich ist hier auch wieder ein Leuchtpunkt integriert, ja, in dem Fall ein automatischer. Der geht, wenn die Waffe jetzt längere Zeit nicht bewegt wird oder in einem bestimmten Winkel steht, geht der Leuchtpunkt automatisch aus. Das bedeutet, die Batterie hält entsprechend länger. Ich kann jedem nur empfehlen, immer einen automatischen Leuchtpunkt zu nehmen. Ja, da würde ich nicht an der falschen oder am falschen Ende sparen, denn man vergisst das immer, ja, den Leuchtpunkt auszumachen. Da ist die Batterie immer leer. So, überhaupt kein Problem. Man lässt ihn einfach an, wird die Waffe irgendwo in den Waffenschrank oder irgendwo hingestellt, hingelegt. Dann schaltet der sich automatisch ab. Ja, die Zieloptik muss natürlich auch entsprechend eingeschossen werden. Das macht man ganz einfach, indem man hier die Käppchen abnimmt und kann hier entsprechend die Verstellung machen in der Seite und auch in der Höhe. Und ja, ich habe dieses Zielfernrohr hier tatsächlich auch auf meiner Waffe, die ich für die Drückjagden einsetze. Und da das aber hier sozusagen meine Allround-Waffe ist, ja, 6,5 Creedmoor Kaliber mit Schalldämpfer und ich diese, wie gesagt, für alle möglichen Jagden einsetze, habe ich hier eine Dentler-Montage, Wechselmontage drauf. Das ist mein Zielfernrohr, mit dem ich sonst jagen gehe. Das montiere ich hier drauf, drehe das mit einem Dreh fest. Ja, habe ich ein bisschen fester gemacht, damit es auch hält. So. Und dann habe ich mein Gewehr für die Ansitzjagd. Also, auch hiermit kann man durchaus auf Drückjagd gehen, denn dieses Zielfernrohr hat eine Vergrößerung von 2,5 bis 15-fach mal 50 in diesem Fall. Also eine 2,5-fache Vergrößerung. Auch mit der kann man durchaus auf einer Drückjagd gut agieren. Schaut mal in dem aktuellen Video, was gerade online gegangen ist, wo der Matthias eben genau mit diesem Zielfernrohr auch auf Drückjagd geht und eine Sau, die sich wirklich nur kurz blicken lässt, perfekt dann erlegt. Nachteil dieser Optik gegenüber der Drückjagdoptik oder auch es hat eben keine einfache Vergrößerung, sondern eben mindestens 2,5-fach. Und ja, wenn Wild wirklich hochflüchtig nahe kommt, dann möchte man natürlich möglichst viel Sehfeld haben und das ist dann natürlich mit einer einfachen Vergrößerung am besten. Ja, je nachdem, wie man es nimmt, können natürlich auch die Kosten ein Nachteil sein. Und hier ist es tatsächlich so, dass der Preis sich von klein bis groß entsprechend erhöht. Das heißt, hier haben wir die günstigste Lösung mit etwas über 200 Euro. Hier gehen wir in den Bereich 300 Euro, etwas drüber. Dann haben wir hier das Drückjagdglas und das geht natürlich dann schon über 1000 Euro. Und hier haben wir dann das klassische Zielfernrohr. Das ist dann eben die teuerste Variante.
aber damit kann man eben auch am meisten abdecken. Ja, und ich habe hier, wie gesagt, tatsächlich diese beiden Zielfernrohre im Einsatz. Für mich ist es klar, dass ich hier nicht am falschen Ende spare, auch wenn man hier mit Drückjagd machen kann. Ich versuche natürlich immer, das bestmögliche Equipment für die entsprechende Jagd zur Verfügung zu haben. Und da gehe ich auf keinen Fall mit dem Gedanken daran, da irgendwie sparen zu wollen. Und deswegen habe ich hier eine Drückjagdoptik für die Drückjagden. Und ein großer Vorteil ist, dass die beiden Optiken sich einfach einstellen lassen und ich auch eine Munition habe mit der Hornady, wo die bleifrei genauso schießt wie die bleihaltige Munition. Da ist also wirklich ein Zentimeter vielleicht Unterschied, den kann man durchaus vernachlässigen, gerade auf 50 Meter. Da merkt man praktisch keinen Unterschied. Und ja, deswegen für mich persönlich die allererste Wahl ist definitiv für die Drückjagdoptik. Das ist und bleibt einfach der Spezialist. Und damit ist man für jede Situation auf der Drückjagd am besten ausgerüstet. Diese beiden Zielfernrohre haben natürlich noch zum Leuchtpunkt ein Absehen 4N, wo die Balken sehr, sehr fein sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied auch noch zu diesen beiden kleineren Optiken. Ja, und noch ein anderer wesentlicher Vorteil ist natürlich ganz klar, dass man mit diesem Zielfernrohr doch im Endeffekt ein bisschen genauer schießen kann. Hier hat man halt einen Rotpunkt und die Reichweite von diesen Zielfernrohren mit Vergrößerung ist halt deutlich höher. Ich persönlich schieße sowieso gerne mit lieber ein bisschen mehr Vergrößerung. Und ich habe auch für mich herausgefunden, dass ich mit diesem Zielfernrohr gegenüber diesem deutlich präziser schieße. Also treffen tut man hiermit auch, aber wenn es also wirklich auch darum geht, präzise zu schießen, und das ist halt mein persönlicher Anspruch, dann ist ein Zielfernrohr mit etwas Vergrößerung dann doch für mich die bessere Wahl. Ja, ich suche mir dann halt auch immer entsprechend die Vergrößerung für die jeweilige Jagdsituation. Und ja, damit würde ich sagen, ganz klar, dieses Zielfernrohr ist und bleibt mein Favorit. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Video eine kleine Entscheidungshilfe für deine neue Drückjagdoptik geben. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere doch den Jagdtotal-Kanal. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video.